Before I started working in hotels, I didn't drink any alcohol. I just didn't find any appreciation. I didn't enjoy it. I was at a restaurant with my father, and he's a keen wine lover. And he gave me a glass of wine and said, "Mark, you need to taste this." And I tasted it and I said, "No, please leave it to you. I don't really like it." And then whilst training, I discovered that I enjoyed some drinks and was curious to understand why some wines tasted better than others to myself and why that changed depending on the weather, depending on the mood, the company with which I was enjoying the wines, and of course the food. And when I came back a year later and told him, "I'm really into wine now, I'm thinking about becoming a sommelier," he was very surprised and still is. I came to Zurich and had a look at the Bureau Lacq and at Bureau Lacq Vin, which is something very unique. I've never worked for a hotel which has wine shops and an own wine importing company, so that sparked my interest. I'm very happy to now have been part of the Bureau Lacq for almost 5 years and been able to curate the wine collection we have here together with my colleagues Aurélien and Angelica, and to build on what Aurélien and his predecessors have done before. You work in a historic property like I do here at the Bureau Lacq and Bureau Lacq Vin, and you are one of many sommeliers who has worked here and probably will work here. It's important to understand that you are part of a passing role. And it's a bit like with the Olympic fire. You carry this fire or this flame for a certain period, but then you pass it on. The torchbearer, you could say. And I think it's very similar here. Herr Kracht, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schön, dass wir uns hier im ja immer noch recht neuen Bauhaus treffen dürfen. Das ist ja sehr geprägt von Ihnen und Ihrer Familie. Und deswegen, glaube ich, was macht für Sie das Bureau Lacq und alles, was dazugehört, wie Bureau Lacq Vin und Co. ganz besonders? Gut, was es besonders macht, ist sicher die Geschichte. 1844 wurde das Bureau Lacq gegründet von Johannes Bau. Man sagt, das war das erste Haus, das am See gebaut wurde, facing the lake, also mit Aussicht auf den See. Und dazu mal haben viele Leute gesagt, der Johannes Bauer, der hat sie nicht mehr alle. Wie kann er das machen, außerhalb den Stadtmauern so ein Haus zu bauen? Das sind doch jetzt 6 Generationen. Heute immer noch ein Familiengeschäft. Das ist sicher etwas sehr Spezielles. Ein Element des Bureau Lacq, das ganz besonders ist. Ich darf jetzt schon 5 Jahre hier sein, was tatsächlich mein längster Job ist, aber im Vergleich zum Bureau Lacq bin ich immer noch ein Küken, weil wir ja ganz viele Kollegen im Team haben, die 10, 20, 30 Jahre schon hier sind. Ja, also wir haben im Bureau Lacq wirklich diesen speziellen Spirit, aber diese jungen Leute haben auch so eine Energie und diese Energie, die spürt man und die muss man mitnehmen am Anfang. My mentor, Aurélien Blanc, he's the best sommelier of Switzerland. Our sous chef at the pavillon, Maximilian Müller, he's the Marmite youngster of 3 years ago here in Switzerland. And our chef, Laurent Éperon from the pavillon, was named the newcomer of this part of Switzerland by Gomio shortly before he and his team achieved the 2nd Michelin star. Salut chef! Ça va? Ça va? Très bien, merci. Welcome. It's going to go very, very fast. Like it only takes a couple of seconds to go. When choosing a wine, and I think it's important to speak about wine in a way that everybody can relate to. But I think it's important to listen more than speak, that you understand the person in front of you, what's his need, what's his taste, and what's his or her preference in this very moment, in this very company, and of course, the food. Fish and chips. Sieht gut aus, Chef. Sieht gut aus. Ah? Deswegen dieses Riesling da. The question I probably get asked most is, what is my favorite wine? And I always say the beauty of our job is we get to know so many exciting wines that it's impossible to just choose one and then stick with it.
My first sommelier job was in the Rheingau, which is a great Riesling area. So of course Riesling is a grape which is very dear to my heart. Das ist ein Riesling von Schloss Gowitzburg, mit dem arbeiten wir schon relativ lang. Ist aus für meiner Meinung nach der besten Rieslinglager Österreichs, der Heiligenstein. Ist ganz markant, wenn man ins Kammtal kommt, ist da so ein spitzer Turm drin, den man von ganz weit weg sieht. Ist eine relativ große Lage, aber das ist jetzt aus dem Kernteil der Lage, aus dem Ort Zöbing. Ist eine sogenannte erste Lage von den ÖTW, also den Traditionsweingütern. Ist jetzt auch schon ein bisschen Firne mit dabei. Wir haben als Jahrgang den 17er, also schon 4 Jahre langsam gereift. Die Idee war so ein bisschen die Salzigkeit vom Gericht mit der Säure vom Riesling aufzugreifen, die Schärfe, die die Jaffner Currysoße mitbringt, mit der wunderschönen leichten Fruchtigkeit oder intensiven Fruchtigkeit, die der Wein mitbringt, aber dennoch trocken ausgebaut, weil sie haben ja viel Röstaromatik, sowohl vom tollen japanischen Grill als auch von diesem gepoppten Weizen. Dadurch dürfte das Spaß machen. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. So, Chef, je pense qu'on se décide, wir entscheiden uns für diesen Wein. Ja, und den Bon, allez, danke Chef für deine Zeit. Danke, Jungs. Allez, was sagen Sie gleichzeitig? Was ist da Ihre Philosophie, wenn Sie einen Gang sehen oder einen Wein? Wie stimmen Sie das dann aufeinander ab? Es ist ganz klar, ich glaube, Chef. Was würden wir kochen und servieren am Tisch für Wein, wenn wir hätten unsere Familie? Ja, genau, ja. Das war der Gedanke. Ja. Uns, das Prinzip, das festliche Menü von der Harmonie von dem Abend ist wie ein Familienfest. Wie gestalten wir das? So der Ursprung war eigentlich von Erz. Und am Anfang, Aurélie hat immer einen Text geschrieben, das so, ja? Unter jedem Gang. Ja. Wieso die Accord mit Vin? Haben wir schon gesehen, ne? Die Begründung von der Wine. Ja. Aber eigentlich hatten wir das nur auf Französisch geschrieben. Ja, genau, stimmt, ja. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir entscheiden uns für den Chenin und der Tom Fleuret, wir hatten geschrieben, La rencontre des fleurs de Rougemont, bien sûr, da hatten wir viel Fantasie in der Zeit. Da waren wir noch jung und wild. Und, über Weine? Ja, ich dachte, ich bringe 3 verschiedene Weine mit. Wir haben, viele sagen ja immer... Ja, klar. Juhu! Viele sagen ja immer, Rotwein ist das Beste zu Käse. Ja, okay. Ich glaube, passt nicht zu jedem Käse. Deswegen haben wir einen etwas leichteren Rotwein, einen Pinot Noir aus demselben Ort wie Monsieur Blanc, nämlich aus Fissin im Norden des Burgunds, von Denis Mortet, der 218er. Dann einen halbtrockenen Wein, Tendre, das ist ein Chenin Blanc von der Loire, François Chéden, biodynamisches Weingut, das ist ein Montlouis, also ein Chenin Blanc als Rebsorte. Wirklich, finde ich, eine ganz leichte Restsüße, deswegen denke ich, dürfte das gut zu etwas salzigem passen. Und dann im kleinen Glas klassischen Sautern, also sprich ein Süßwein aus Bordeaux, größtenteils Semillon Blanc mit Sauvignon Blanc von Château Raymond-Lafon, eines der Nachbargrundstücke von Château Yquem, von der Familie Meslier, der 2016er. Pavillon? The stereotype about the wine world I had most, because sadly it's a little bit true, is that we have managed to present ourselves as the perch of an ivory tower and made it quite inaccessible to many people because they felt they need to read a lot and learn a lot before they were able to enjoy wine. And I think it's quite the contrary. Anybody knows if he takes something to his nose and on his palate whether he or she enjoys it or not. And it's as simple as that. I think wine should be something anybody can enjoy. And of course there are wines for contemplation that have a long history, which is worth knowing, but there are also wines which are just nice and enjoyable when you're sitting on a lake with good friends having a great afternoon. So I would encourage more people to go about wine without preconceptions that you need to know a lot about wine before. That's what we are there for. You've got sommeliers and people in the wine shops helping you make your choice, and that way anybody can enjoy wine without being intimidated by it.